Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf EU25, dort habe ich gestern noch Level 100 voll gemacht. Allerdings nicht mehr großartig durch Dungeons, sondern einfach nur durch die Abenteuerlust. Und wir schauen uns heute an, wer die Top-Kandidaten sind aus der Rangliste hier für die Erstplatzierung zum Avatar-Bild. Ja, da bin ich selbst auch sehr gespannt. Wir haben ja auch ein paar Leute in die Freundesliste geholt, die sich auch gemeldet haben hier, beziehungsweise wo wir wissen, okay, die gehen hier potenziell auf ein Avatar-Bild. Da sind natürlich nicht alle mit drauf, ne? Da müssen wir noch ein bisschen genauer werden, aber heute verschaffen wir uns einen kleinen genaueren Einblick zu den momentanen Top-Accounts der jeweiligen Klasse und wer da momentan so der höchste ist vom Level her und wer ansonsten noch dort Chancen hat, oben mitzuspielen. Ja, dazu wählen wir einmal den neuesten Server aus, EU25, und dann sehen wir hier einmal schon die Gesamtübersicht von der Stufe her. Momentan sehen wir MacPlaceholder hier auf Platz 1 mit 253. Die ganze Webshop-Seite, die aktualisiert immer so gegen 1 Uhr morgens. Das heißt, die ist schon wieder ein paar Stunden alt und deswegen darf man das nicht allzu genau nehmen hier. Und jetzt gehen wir einfach mal die einzelnen Klassen durch und schauen mal, wer hier so momentan die Leute sind, die hier wirklich mitführend sind in ihrer Klasse. Okay, anfangen tun wir jetzt einmal hier mit dem Krieger. Wir haben hier den Joferino, der bei Pure Form spielt und Stufe 192 ist. Im Moment wirklich derjenige, der hier in der Kriegerklasse wirklich sehr führend ist. Generell muss ich sagen, zu Pure Form wurde mir auch schon geschrieben, dass das wohl auch die Gilde ist, wo jeder versucht, sich ein Profilbild dort zu ergattern. Es kann natürlich auch sein, dass hier Leute aus anderen Gilden natürlich dem das abluchsen wollen. Wir sehen hier zum Beispiel ein cooles Battle zwischen den Assassinen, die nicht in der gleichen Gilde spielen. Wir haben hier einen Berserker, ansonsten ist hier sehr viel Pure-Form. Dann haben wir hier einmal bei den Dämonenjägern haben wir hier jemanden, ansonsten wieder sehr viel Pure-Form, die hier halt eben sich hier den Rang nicht streitig machen wollen. Und so auch eben bei den Kriegern. Also der Kriegerrang, gerade bei den Kriegern ist es halt ein bisschen schwieriger auch zu pushen. Sieht schon mal relativ gut aus, relativ eindeutig. Gehen wir mal zu den Mages. Dort haben wir momentan zwei Leute, die über 200 sind. Einmal Sample X und Mr. Zamir. Das sind die beiden Mages hier. Die beiden Anwärter spielen in derselben Gilde. Ja, also da wird sich vielleicht auch so ein bisschen abgesprochen, wer sich das Profilbild sichern möchte oder so. Ja, Zamir führt hier jetzt gerade um 10 Level. Also das als Mage 10 Level schon vorauszuhaben, ist natürlich auch schon immer mal eine ganz gute Ansage. Also hier momentan eher in Richtung Zamir, kann sich noch wenden das Blatt, aber es sieht momentan auch nicht verkehrt aus. Bei den Kundschaftern sehen wir ein paar mehr Leute hier, die hier schon über Stufe 200 sind. Wir haben hier fünf Leute, so wollte ich sagen, 5 Leute, die über 200 sind. Ja, und hier ist das Feld noch ein bisschen enger auf jeden Fall, obwohl man sagen muss, dass Zuzi, den Namen kennt man auch, der hat auch schon hier und da mal mitgespielt auf jeden Fall. Mit 235 natürlich jetzt auch ein paar Level führend ist. Auch der Zweitplatzierte spielt hier in derselben Gilde wie er. Also da könnte man sich wahrscheinlich auch ein bisschen absprechen. Aber es sieht im Moment nicht ganz verkehrt aus für Zuzi in der Kundschafterklasse. Bei den Assassinen haben wir, wie gesagt, schon ein sehr spannendes Battle. Einmal zwischen Misko und Luki. Ja, Luke. Die hier beide in unterschiedlichen Gilden spielen und sehr nah vom Level noch zusammen sind, sag ich mal. 2 Level hat man sehr schnell mal aufgeholt, da kann sich einer nur mal mehr in Dungeon mehr aufgespart haben als der andere. Obwohl ich sagen muss, dass bei einem Avatar-Race, was 10 Tage geht, weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist, sich Dungeons aufzubewahren, weil man natürlich bis 393
Dungeons pushen möchte in dem Sinne, weil man keine XP verliert, wenn man jetzt im Level höher ist. Das heißt, es würde von der Warte her Sinn machen, so schnell wie möglich halt zu pushen. Es sei denn, man hebt sich irgendwas auf für den Überraschungseffekt. Ja, aber da muss man dann gucken, wie worth das ist. Also am spannendsten jetzt bisher Assassin Battle. Das werden wir auch genauer beobachten. Dann, oh, okay. Okay, wir haben noch ein spannendes Battle. Wir haben hier einmal bei den Battle Mages, haben wir hier Halo auf Platz 1 und Chub Budget Panda auf der 2. Die spielen auch beide in unterschiedlichen Gilden hier, einmal Pureform und Last Odyssey. Und die sind beide auf derselben Stufe. Das ist natürlich sehr interessant und könnte hier auch ein spannendes Battle zwischen den beiden geben. Das werden wir uns dann im Nachhinein auch noch hinzufügen, die beiden. Das wird hier auch auf der Erfreuungsliste haben. Das sieht nämlich auch sehr spannend aus hier bei den Battle Mages. Sehr interessant. Wenn wir jetzt weitergehen zu den Berserkern, dann haben wir hier auch einen spannenden Kampf auf jeden Fall. Einmal haben wir hier einen polnischen oder tschechischen Kandidaten, ich weiß es nicht. Und dann einmal King of Fortress haben wir hier, die beide schon über Stufe 240 sind. Yakito ist auch wieder am Start. King of Fortress allerdings momentan gerade ohne Gilde. Das hatte ich auch schon in der Ehrenhalle gesehen, da war jemand ohne Gilde, also weiß ich jetzt nicht, was das zu sagen hat. Vielleicht auch nur ein Wechsel irgendwie ganz kurz mal. Ansonsten sind das die drei, die auf jeden Fall Anwärter sind für den Berserker. Allerdings Yakito schon mit 10 Level Unterschied ist natürlich auch schon wieder relativ viel, sag ich mal. Ne? Also momentan sieht es hier für unseren Kollegen hier auf der 1 ganz gut aus bei den Berserkern. Dann bei den Dämonenjägern haben wir jemanden, der auf jeden Fall ziemlich durchzieht mit Mac Placeholder auf 253. Sowieso momentan derjenige, der am höchsten ist auf dem Server von allen Klassen gesehen. Lilith von Last Odyssey haben wir hier als zweites und Rinkiari von Misfits auf der 3. Ja, und dann ist es hier aber auch schon, also eigentlich sind es die beiden hier, eigentlich ist es hier das Battle schon eigentlich eindeutig, sieht man schon sehr, also bei den Dämonenjägern wird es, glaube ich, eher weniger spannend werden. Dann zu den Druiden, da haben wir einmal Khalisad von Pureform mit 226 und dann Test the Foxpaw auf 214 und danach ist dann auch alles hier relativ weit abgeschlagen, sag ich mal. Ja, da kommt nicht mehr ganz so viel, aber die beiden hier deutlich über Stufe 200, obwohl Platz 1 hier auch schon wieder einen kleinen Vorteil leveltechnisch hat. Wenn wir zu den Baden kommen, dann sehen wir hier auf der 1 momentan Aurigos, ja, auf der 2 haben wir hier Paradoxal, als die 2 Baden, die hier momentan über Stufe 200 sind. Ja, soweit ich das auch gehört hatte. Aurigos war bei mir auf Twitch auch im Chat gewesen. Also ich hatte ihn dann auch gefragt gehabt, ob man, eigentlich darf man ja als Content Creator nicht teilnehmen an solchen Avatar-Races, aber da wurde mir bestätigt, dass Aurigos tatsächlich auch noch gar kein Creator ist in dem Sinne. Also er hat zwar Droplets, aber das heißt noch nicht, dass man offizieller Content Creator ist. Habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Aber die Regeln verschieben sich ja auch momentan hin und her und das ganze System wird da ja auch im Moment überarbeitet, deswegen sehe ich da auch nicht mehr durch, wer was wie wo ist. Deswegen, ich hatte gedacht, Aurigos ist Content Creator und darf deswegen nicht teilnehmen. Ist er nicht, deswegen darf er teilnehmen. Ja, bisschen verwirrend auf jeden Fall. Okay, bei den Nekromanten haben wir hier auch ein spannendes Battle, sogar eine 3-4-fach-Konstellation, ja, die hier alle relativ nah beieinander sind. Starkies mit 229, Honey 28, Ershi hier mit 26 und Mizinek mit 25. Ja, also die sind gar nicht so weit alle auseinander, die haben theoretisch alle noch die Chance, sich das Ding zu holen. Also bei den Nekromanten könnte es wirklich sehr spannend werden. Das werden wir uns auch im Detail dann genauer anschauen, wenn es dann soweit ist. Ist jetzt die einzige Konstellation, wo wirklich mehrere Anwärter auch am Start sind. Bis wir jetzt hier die Paladine sehen, wo es ja auch relativ spannend werden könnte. Ja, wir haben hier einmal 2 Leute von Pureform
mit 27 und 26. Das ist ziemlich interessant. Aber noch jemanden aus einer anderen Gilde mit 225, der theoretisch sich auch noch das Profilbild sichern könnte, weil die sind hier alle vom Level her ziemlich nah beieinander. Da sollte man jetzt noch niemanden großartig abschreiben. Auf Platz 4 haben wir hier Schlummi, der aber schon ein paar Level hinterher ist. Hat theoretisch vielleicht auch noch die Chance, wenn er da richtig reinpilzt, aber ist schon ein paar Level hinterher. Danach sieht es dann auch eher düster aus. Ansonsten bei unserer neuesten Klasse, dem Pestdoktor, haben wir hier Leute, die auch schon, ja, leveltechnisch generell sehr stark vertreten sind. Hier einmal mit 243 und 242 haben wir hier einmal Avatar Path und Raiden. Die beiden sind hier auf jeden Fall auch ziemlich nah beieinander auf einem sehr hohen Niveau, sag ich mal, weil wenn man sich das Overall anschaut, stehen die Level technisch sehr, sehr gut da. Ansonsten sieht es hier bei den Pestdoktoren auch ja, nicht schlecht aus, aber fürs Avatar-Race wahrscheinlich eher unzureichend, ja. Ansonsten sieht man hier die Pestdoktoren hier auf der 3 und 6. Generell auf dem Server sind die hier momentan eher weiter oben vertreten, die hier schon 240 erreicht haben, auf jeden Fall. Ja, das ist so ein kleines Zwischenfazit zum Server und wer hier das Rennen macht. Generell sind hier momentan über 27.000 Spieler registriert. Und ja, so sieht es momentan hier aus im Bereich der Klassen und wie die einzelnen Spieler dort aufgestellt sind. Also eher zum Ende hin, ne? Sonntag ist ja das Ende des Avatar Races, sieht man, dass sich so ein paar Leute so langsam rauskristallisieren, die dann gegeneinander ja, dann antreten werden am Sonntag und da sieht man dann halt eben genauer, wer denn das Rennen machen wird. Deswegen, da haben wir auf jeden Fall dann ein Auge drauf und werden das Ganze mit begleiten. Ansonsten soll es das erstmal soweit von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.